Lambert hier. Ich melde mich diese Woche mit Themen zu ganz wichtigen Entscheidungen, die getroffen wurden. Und zwar haben die EZB und die Federal Reserve Bank getagt und über ihre Geldpolitik in Zukunft entschieden. Und das sind ein paar Dinge rausgekommen, die möchte ich euch ganz einfach mal kurz erklären, welche Auswirkungen das Ganze auf den Aktienmarkt, auf den Finanzmarkt, auf die Inflation und ja, mein Metier natürlich auch, was das alles für Einflüsse auf den Edelmetallpreis haben wird. Schauen wir einfach mal mit rein. Hier in der Wirtschaftswoche wird klipp und klar beschrieben, dass die Federal Reserve Bank die EZB unter Druck setzt. Ja, klar Fasel. Die EZB, die Federal Reserve Bank, ist jetzt hingegangen, hat jetzt angekündigt, dass sie jetzt den Anleihenaufkauf, ja, die Corona-Maßnahmen stoppen werden. Und zwar wird es gesenkt um 30 Milliarden Dollar pro Monat, bis dann Ende März nichts mehr gezahlt wird. Ne, mal wohl bedenke, es wurden bis dahin 90 Milliarden Dollar pro Monat seit Monaten in den Markt gepumpt. Die EZB übrigens 80 Milliarden Euro. Ja, das hatte zur Folge in den USA, dass die Inflation auf offiziell 6,8% gestiegen war, also inoffiziell weit über 20, brauchen wir ja, glaube ich, gar nicht weiter auszuführen, dass das wirklich so war. Was wird die Federal Reserve Bank auch noch tun? Sie sind ganz mutig und wollen den Leitzins erhöhen, ja, von aktuell 0 auf 0,9% und das in 4 Schritten. Oh, bis Ende 2024 wollen sie sogar bis zu 2,1% hochgehen. Das hat ganz große Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Mal schauen, wie sich das verhalten wird. Also es wird, glaube ich, nicht gut ausgehen für den Aktienmarkt. Warum, sieht man hier gleich schon in kleinen Beispielen. Ja, am 15. schrieb die Tagesschau noch, ja, die Entscheidung gab sogar einen Aufwind im Nasdaq, in den Tech-Aktien und so weiter und so fort, obwohl ja hier schon geschrieben wird, dass die Tech-Aktien ganz oder noch stärker abhängig sind von den niedrigen Zinsen, um sich Geld zu holen und zu reinvestieren und gerade noch von den Geldern aus den Maßnahmen sehr abhängig sind. Und wenn man jetzt mal eins weiter rausschaut, hier am 16. kam dann direkt schon der Bericht, Tech-Aktien ziehen die Wall Street nach unten. Ja, der Dow Jones Index hat mit Verlust geschlossen und so weiter und so fort. Da sieht man schon ein kleines bisschen die Konsequenzen aus dem Ganzen raus. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht verfolgt habt oder mal überlegt habt darüber nach. Bei schwacher Konjunktur, bei Arbeitslosenquote, bei ja, weltweiten Millionen Insolvenzen, bei Rohstofflieferengpässen und so weiter und so fort. Warum zur Hölle waren viele Aktien so weit oben gewesen? Ja, ganz einfach, weil sie Geld bekommen haben durch Anleihenaufkäufe. Geld reingepumpt bekommen haben. Zusätzlich durch den niedrigen Leitzins, deswegen ist er ja so niedrig. Ja, war es noch möglich, sich dann noch teilweise für 0% Zinsen nochmal zu refinanzieren und nochmal Geld zu holen und reinzupumpen. Ja, darauf sind natürlich die Anleger aufgesprungen und haben das Ganze nochmal mit nach oben gepusht und so weiter und so fort. Und jetzt überlege mal, man geht unten hin und schneidet unten die Krücke ab und schneidet den Geldhahn ab. Was passiert denn dann mit den Aktien? Was passiert denn dann mit den Unternehmen? Da könnt ihr euch mal selber Gedanken machen drüber. Ja, wie schaut das Ganze in Europa aus? Die EZB lässt das Notfallprogramm auslaufen. Ja, so ziemlich. Also im Endeffekt ist es eine Krücke, was gemacht wird. Es wird definitiv absolut gar nichts an der Inflation, an der stark steigenden und auch weiterhin steigenden Inflation ausmachen. Denn was macht die EZB? Sie lässt ihr PEP-Programm für Corona-Maßnahmen lässt sie jetzt auslaufen, angeblich, sagen sie mal. Momentan werden, wie gesagt, 80 Milliarden pro Monat von der EZB rausgegeben und das soll gestoppt werden. Also Ende März soll da auch nichts mehr Neues verabreicht und ausgezahlt werden, wobei das Ganze noch mit Milliarden weiterlaufen wird, denn bis Ende 2024 sollen noch Summen ausgezahlt werden, die vorher schon vereinbart werden. Also im Endeffekt bringt es für die Inflation gar nichts. Und natürlich wird die EZB auch nicht hingehen und den Leitzins erhöhen, weil die EZB hat nochmal ganz andere Probleme, noch schlimmer als die USA. Das müssen ja wissen, der Euro ist ja total hinüber. Wenn die EZB innerhalb der letzten 10 Jahre den Leitzins auch nur um 0,1% angehoben hätten, wären, ja, sage ich mal, um 2019 schon 15-20% sämtlicher Firmen in Europa sofort pleite gegangen. Das wissen viele gar nicht. Viele denken, der Leitzins ist so günstig, weil, ja, ist ja schön und können wir Häuschen günstig bauen. Aber warum das so gemacht wurde, das hat irgendwie die Leute gar nicht im Schirm. Das finde ich eigentlich ziemlich erschreckend. Ja, warum, was ist da hinten dran? Da sind die ganzen Zombie-Unternehmen hinter dran.
Ja, es gibt viel mehr Zombies, als viele glauben. Ja, so heißt es im Endeffekt. Zombie-Unternehmen heißt ganz einfach nur, die Firmen sind eigentlich schon seit 2009 bankrott, vom Prinzip her. Und zwar nicht nur kleine Firmen. Die werden einfach nur am Leben erhalten durch den niedrigen Leitzins, durch immer wieder neues, billig aufgeholtes Geld investieren, nochmal Geld holen. Dadurch wurden die am Leben erhalten. Hätten wir jetzt den Leitzins nur einen Tick erhöht, hätten die sich das gar nicht mehr leisten können, weil sie hätten ja Zinsen zahlen müssen und dann wäre das Kartenhaus sofort zusammengebrochen. Mittlerweile sind wir bei über 40% Zombiefirmen in Gesamteuropa. Ja, die EZB kann den Leitzins gar nicht erhöhen. Das ist unmöglich. Wenn die heute den Leitzins erhöhen, dann macht es morgen, übermorgen Peng. Und dann gehen die ganzen Firmen bankrott und lösen eine Kettenreaktion aus. Ja? Ja, genauso ist es mit den Anleihenaufkäufen. Wie viele Firmen sind momentan abhängig davon, weil nichts produziert wird, werden kann und so weiter und so fort. Was das für Auswirkungen auf den Aktienmarkt hat, was in Amerika und Europa jetzt dann doch auf längerfristige Zeit passieren wird, das sieht man zum Beispiel hier. Finanzen.ch hat klipp und klar einen schönen Bericht geschrieben von dem Mark Hulbert, ein sehr fähiger Mensch. Und er hat klipp und klar gesagt, es sieht genauso aus, die Warnsignale sind da wie vor der Dotcom-Blase. Ja, das heißt ganz einfach, das war die größte Aktienblase, der größte Aktiencrash, den wir hatten um die Jahrtausendwende rum. Und es sieht genauso aus, die Warnsignale sind da, es sind momentan keine Zeichen für einen gesunden Markt da. Hier ist auch nochmal Dow Jones und Nasdaq nochmal mit genau erwähnt. Die Diskrepanzen häufen sich, das sind genau solche Dinge, die ich erwähnt habe. Ja, die Firmen steigen und steigen an den Werten. Es sind teilweise Firmen dabei, die haben einen 100-fachen Aktienwert, als sie als rechnerisches Vermögen haben. Das ist unnatürlich, das ist nicht normal. Und das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Und ich denke definitiv, diese Aktienblase wird hochgehen, es wird knallen. Und erst recht, wenn jetzt diese Geldpolitik umgesetzt wird. Was bleibt aber den Zentralbanken ansonsten übrig? Ja? Sollen sie weiterhin, na gut, ja, was sind dann die Konsequenzen vom niedrigen Leitzins, der jetzt weiterhin geführt wird und geführt werden muss? Da geht es nämlich in eine andere Richtung. Man kann sagen, okay, führen wir das jetzt noch 100 Jahre weiter und weiter und weiter. Irgendwann sind wir bei minus 5% Leitzins. Dann müssen halt die armen Leute mit ihren Sparbüchern müssen halt minus 3, 4, 5% für Sparbuch zahlen. Ich meine, in die Richtung läuft es ja schon so langsam hinaus. Gut, dass der E-Euro bald da ist, weil da habe ich da gar keine Alternative dazu im Fiat-Bereich. So, jetzt schauen wir mal rein, was für Auswirkungen hatten der niedrige Leitzins auf andere Systeme. Hier, klipp und klar, der Chef der BaFin, Felix Huffelt, sagt, einige Banken werden die Krise nicht überstehen. Ja, die sind abhängig vom Leitzins, die müssen ihre Gelder bei der EZB parken und so weiter und so fort. Das hat Auswirkungen in die Banken mit hinein, das ist katastrophal. Und also die waren vorher schon, Ende 2009, waren die großen Banken schon im Minusbereich gewesen. Natürlich alles schön bilanziell versteckt. Und wenn man jetzt noch weiter schaut, wie viele Kreditausfälle es jetzt noch gibt aufgrund Corona, ich weiß gar nicht jetzt gerade aktuell ehrlich gesagt, wie viele Billionen das aktuell sind an ausgefallenen Krediten. Und jetzt kommt eine andere Sparte, jetzt gehen wir an die Lebensversicherer, die sind genauso abhängig vom Leitzins. Ja, die müssen in mündelsichere Anlagen investieren. Die Lebensversicherer haben teilweise noch einen Durchschnittsgarantiezins, also Alt- und Neuverträge, von um die 2,25%, den sie zahlen müssen, erwirtschaften aber nichts bis weniger dort mit rein. Wie sollen die das Ganze zahlen? Das ist unmöglich. Und selbst der Chef der Allianz, der Oliver Bäte, hat schon, ja, das ist 30.12.20, schon ein Jahr her, hat er klipp und klar gesagt, die nächste große Krise wird die Pleite der Lebensversicherer sein. Und das wird auch nochmal eine Kettenreaktion auslösen. Also ihr seht, egal was passiert, ob man jetzt die Anleihenkäufe stoppt und den Leitzins erhebt, bauf, dann knallen die Firmen durch. Ja? Der Aktienmarkt crasht komplett, geht man hin und führt diese Strategie so weiter, wie sie jetzt ist, dann wird, wird die Inflation ins Unendliche steigen. Ja? Versicherungen gehen kaputt, Banken gehen kaputt, das gesamte Finanzsystem hängt bei uns davon ab. Also egal was passiert, es wird für diese Systeme nicht gut aussehen. Und ich gehe definitiv davon aus, dass jetzt die Wende eingeleitet ist dadurch, dass ganz einfach im Endeffekt, dass jetzt so der Endspurt vom Fiat-Geldsystem ist, bevor dann der Wechsel eingeläutet wird. So, dann haben wir noch ein schönes Thema. Die ganzen Institute wissen natürlich, dass das Ganze passiert. Und jetzt kommen wir nochmal zum anderen Bereich, zu den Edelmetallen. Ja? Was wird das Ganze mit den Edelmetallen machen?
Sagen wir es mal so, wenn die Inflation immer weiter steigt, werden immer mehr Anleger ihre sicheren Hafen in Edelmetall suchen und die Edelmetallpreise werden dem entgegen immer weiter nach oben steigen und sich immer weiter verbessern. Ja, auch wenn sie momentan noch massiv nach unten manipuliert werden, das wird nicht ewig funktionieren. Andererseits, wenn die Wirtschaft wieder angekurbelt werden sollte und es würde wieder produziert werden und so weiter und so fort, dann haben wir nochmal eine massive Nachfrage im Bereich Rohstoffe. Ich meine, die Rohstoffprobleme haben wir ja jetzt schon. Und wenn man dann zum Beispiel beim Silber schaut, haben wir dann nochmal eine extrem steigende Nachfrage nach Silber. Die anderen Edelmetalle natürlich auch und Rohstoffe. Ja, das wird den Preis auch nach oben kurbeln. Das heißt, egal was passiert, die Preise werden steigen zu eurem Vorteil. Was auch noch passiert, ab 1.1.22 sind Gold, Silber und Platin, hier habe ich es mal für Gold, werden dann wieder nach oben gehoben in den Rang Tier 1. Ja, das heißt Sicherheit ersten Ranges und gelten dann wieder als Null-Risiko-Asset. Ja, das ist dann die höchste Sicherheitsform, die diesem Anlagesegment gilt. Und auch Banken und Finanzkonzerne dürfen dann wieder ihre Sicherheiten in diesen Edelmetallen abbilden. Ja, diese sind auch momentan, im Moment habe ich es hier mit drauf, da die Goldkäufe der Zentralbanken legen zu. Die decken sich wieder massiv ein. Die Preise wurden nach unten manipuliert die ganze Zeit, damit sie günstig einkaufen konnten. Und ihr, wenn ihr verkaufen musstet, Pech gehabt habt. Das haben die unter anderem deswegen gemacht. Die müssen sich nämlich jetzt damit eindecken, weil die ihre Kernkapitalquote erhöhen müssen. Und andere Assetklassen werden von ihrer Sicherheit herabgestuft. Ja? Das heißt ganz einfach, wenn man jetzt mal das Ganze kombiniert, Basel III, danach werden die Manipulationen nach unten aufhören und werden nach oben gehen, weil diese Konzerne, die Banken, brauchen es dann mit hohen Werten, damit sie ihre Sicherheiten abbilden können. Ja? Außerdem wird durch die Entscheidung der FED und der EZB logischerweise werden immer mehr Menschen aus dem Aktienmarkt verschwinden und werden auch in die Edelmetalle reingehen. Wenn man hier sieht, warum der Goldpreis nach den Zinsankündigungen der FED steigt, das ist ein längerer Bericht, das sind beide Seiten auch damit erklärt, das ist ein sehr schöner Bericht. Was wird auf lange Frist passieren mit den Edelmetallen? Ja, das, was vorher schon prophezeit wurde, das rückt jetzt einfach immer näher und wird jetzt eingeleitet. Dr. Markus Krall hat auch 2020 bei der Word of Value schon klipp und klar sich darüber geäußert. Hört es euch einfach mal kurz an. Es wird eine zweite Phase der Flucht in die Liquidität geben, wenn den Leuten klar wird, dass Immobilien und Aktien und auch langlaufende Anleihen die gewaltigste Blase sind, die die Menschheit je gesehen hat. Dann werden sie aus diesen Assets flüchten, mit dem gleichen Tempo oder mit höherem Tempo, wie wir es 2008 erlebt haben. Man wird erst aus den Aktien gehen, dann wird man aus den langlaufenden Anleihen gehen, in die mittelfristigen Anleihen, dann aus den Mittelläufern in die Kurzläufer, dann aus den Kurzläufern in den Geldmarkt und dann aus dem Geldmarkt in die Liquidität und dann aus der Liquidität ins Gold. Das wird die Reihenfolge der Flucht in die Liquidität sein. So, der Dr. Markus Krall hat es ja vor Jahren schon beschrieben, schon klipp und klar, übrigens Vorstand und Sprecher der Degussa. Und wenn man hier nochmal einen schönen Bericht zum Abschluss einfach schaut, ach, jetzt ist natürlich Werbung im Weg, wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt und da geht es genau um das Gold als Sicherheit. Also wir reden hier von Wertsteigerungen, also sage ich mal im Bereich der Verdopplung bei Gold, im Bereich der Vervierfachung bei Silber, Platin, Palladium werden auch schön mitsteigen, aber vor allem diese drei, Gold, Silber und Platin, weil diese drei ab 1.1., also ab in 2 Wochen, zur Sicherheit ersten Ranges vollwertiges Zahlungsmittel und vollwertige Sicherheit erhoben wird und damit die höchste Sicherheit, man hat ja eben gesehen hier nochmal, ich gehe nochmal kurz zurück, ja, ein Null-Risiko-Asset bewertet wird wieder. Ja, die Preise werden sich dementsprechend anpassen und steigen. Ich kann euch nur empfehlen, kann sein, dass es jetzt 2, 3, 4 Wochen länger dauert, bis die Preise noch stärker anfangen zu steigen, aber sie werden es definitiv tun. Und ich kann euch nur empfehlen, kauft euch physische Edelmetalle, ja, kein Papiergold oder, physisch ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja, und schaut, dass ihr das Ganze sicher und gescheit eingelagert bekommt. Ganz wichtig noch, außerhalb der EU, außerhalb Vermögensregister, außerhalb staatlichen Zugriff. So, jetzt ging das Video doch schon ein bisschen länger, als ich geplant hatte, aber das macht ja nichts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen Info mitholen. Und wenn ihr gerne mehr wissen wollt, könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten. Wäre natürlich auch toll, wenn ihr den Kanal abonniert.
Ja, wenn ihr den Kanal abonniert, meine ich natürlich, würde mich natürlich sehr freuen. Es kommen immer wieder tolle und ja, gute Informationen von mir an euch. Und wenn ihr gerne mit mir ins Gespräch gehen wollt, dann habt ihr unten auch die Möglichkeit, im Link mit mir in Kontakt zu treten. Ja, das war's für heute. Jetzt haben wir doch schon 15 Minuten, aber ich hoffe, es war informativ. Bis dahin, alles Gute, Heiko Lambert.